In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Expert Advisor programmieren kann, der zwei gleitende Durchschnitte und den MACD als Filter benutzt. Also schauen wir mal, wie das mit MQL5 geht. Um das zu tun, klicken Sie bitte im MetaTrader auf diesen kleinen IDE-Button hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann den Meta-Editor auf und ich habe hier schon eine vorprogrammierte Version. Die startet damit, dass wir mit dem Include-Befehl hier oben die Datei trade.mqh importieren. Die ist Bestandteil von MQL5 und gehört zum Sprachumfang. Als nächstes nutzen wir wieder den Include-Befehl und importieren uns zwei selbstprogrammierte Module. Die werden den gleitenden Durchschnitt und den MACD jeweils nutzen, um ein Einstiegs- und ein Filtersignal zu ermitteln. Anschließend berechnen wir den Ask-Preis und den Bid-Preis. Das machen wir mit der Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Und wir nutzen Symbol_Ask oder Symbol_Bid. Und mit _Digits und Normalized Double stellen wir sicher, dass wir die richtige Anzahl von Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar ermitteln. Je nach Währung kann das nämlich unterschiedlich sein. Danach erstellen wir eine Instanz von der Klasse cTrade, die wir Trade nennen. Die stellt vereinfachte Handelsfunktionen bereit, die wir nutzen, um Positionen zu eröffnen. Weiter geht's mit der OnTick-Funktion. Hier nutzen wir MQL-Rates, um uns ein Informationsarray für Preisdaten zu erstellen. Das wird dann mit ArraySetASeries im Anschluss von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Und mit CopyRates füllen wir unser Array mit Preisdaten für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten bei der aktuellen Kerze 0 und kopieren uns die Daten für 3 Kerzen in unser Preisinfo-Array. Das ermöglicht uns, den aktuellen Preis zu ermitteln, indem wir uns den Schlusspreis für die aktuelle Kerze im Preisinfo-Array ausgeben lassen. Weiter geht es mit zwei String-Variablen. Die eine ist für das Trading-Signal und die andere ist für das Filtersignal. Dazu rufen wir eine Funktion auf, die checkEntry_IMA heißt und die befindet sich in diesem Modul. Und für den Filter rufen wir eine Funktion mit dem Namen checkEntry_MACD auf, die finden wir in diesem Modul. Denn wenn das Trading-Signal auf Kaufen steht und der Filter ebenfalls auf Kaufen steht und uns die Funktion PositionsTotal einen Wert von 0 zurückliefert, dann haben wir zwei Kaufsignale und keine offenen Positionen und dann nutzen wir Trade.Buy, um eine Position für 10 Microlot zu eröffnen. Im anderen Fall, wenn das Trading-Signal auf Sell steht, also wir ein Verkaufen-Signal haben und auch der Filter sagt, wir sollen verkaufen, dann prüfen wir ebenfalls, ob wir keine offenen Positionen haben. Und wenn das alles zutrifft, dann nutzen wir Trade.Sell, um eine Verkaufsposition über 10 Microlot zu eröffnen. Zum Schluss nutzen wir noch das Command-Signal, um uns das Signal für die gleitenden Durchschnitte und für den MACD auf dem Bildschirm ausgeben zu lassen. Diese beiden Module hier gibt es aber noch nicht, die müssen wir also programmieren. Das hier ist das erste. Die Funktion heißt checkEntry_EMA, um den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu ermitteln. Zunächst erstellen wir eine String-Variable mit dem Namen Entry, der weisen wir hier aber noch keinen Wert zu. Und dann erstellen wir uns zwei Arrays, eins für den Moving Average für 20 Kerzen und eins für den Moving Average für 50 Kerzen. Das geht mit der Funktion IMA für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart eingestellte Zeiteinheit. Das hier ist die Anzahl der Kerzen. Wir brauchen keinen Verschiebungswert. Wir nutzen Mode IMA, das steht für Exponential Moving Average. Und die Ergebnisse sollen anhand der Schlusspreise ermittelt werden. Hier machen wir das für 20 Kerzen und darunter wiederholen wir das Ganze nochmal für 50 Kerzen. Jetzt nutzen wir wieder ArraySetASeries, um unser Moving Average Array abwärts zu sortieren. Das wiederholen wir auch für die zweite Variante, für die 50 Kerzen. Und mit CopyBuffer füllen wir jetzt unser Moving Average Array mit Daten.
Wir tun das anhand der Definition, die wir hier weiter oben getroffen haben. Und zwar für Buffer 0, das ist die einzige Signallinie, die ein gleitender Durchschnitt hat. Wir starten mit der aktuellen Kerze 0 und kopieren uns die Daten für 3 Kerzen. Die werden dann in unserem Array gespeichert. Auch hier wiederholen wir das Ganze nochmal für unser zweites Array mit den 50 Kerzen. Und wenn der Moving Average Array für 20 Kerzen für die aktuelle Kerze größer ist als der Moving Average Array für 50 Kerzen und wenn das für die Kerze davor noch andersrum war, dann haben wir ein Kaufen-Signal, weil dann haben wir eine Überkreuzung und dann weisen wir den Begriff by unserem Entry-Signal zu. Im anderen Fall, wenn der Moving Average Wert für 20 Kerzen jetzt kleiner ist als der für 50 Kerzen und wenn der für die Kerze davor noch größer war, dann wäre das ein Verkaufen-Signal und dann weisen wir hier unserem Entry-Signal den Wert Sell zu, also Verkaufen. Zum Schluss nutzen wir noch Return, um unser ermitteltes Ergebnis an das Hauptmodul wieder zurückzugeben. Das zweite Modul für unseren Filter sieht so aus, wir haben eine Funktion mit dem Namen checkEntryMACD. Auch hier haben wir wieder eine Variable für das Signal erstellt, weisen aber noch keinen Wert zu. Auch hier brauchen wir wieder 2 Arrays, denn der MACD kann uns 2 Werte zurückliefern. Wenn man sich das einmal genauer ansieht, dann findet man hier diese rote Linie und den grauen Bereich. Hier nutzen wir die Funktion iMACD für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Diese 3 Werte hier sind die Standardwerte für den MACD. Wenn Sie sich die einmal genauer anschauen wollen, dann machen Sie einfach ein Chart auf und ziehen Sie den MACD auf Ihr Chart. Dann kann man sich das über die Eigenschaften genauer ansehen. Und auch hier möchten wir die Werte anhand der Schlusspreise berechnen. Jetzt nutzen wir Array Set as Series, um unsere beiden Arrays von der aktuellen Kerze an abwärts zu sortieren. Und mit Copy Buffer füllen wir jetzt unser Preisarray mit Daten anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben. Diesmal haben wir einen Buffer 0 und einen Buffer 1 Wert, weil der MACD 2 unterschiedliche Werte zurückliefern kann. Auch hier starten wir mit der aktuellen Kerze 0 und kopieren uns das Signal für 3 Kerzen, um es im jeweiligen Array abzuspeichern. Jetzt können wir den MACD-Wert ermitteln, indem wir einfach in unserem Price Array die Werte für Kerze 0 auslesen. Das machen wir für beide Werte, die uns der MACD liefert. Und die kann man übrigens mit dem Print-Befehl auch wunderbar im Journal ausgeben. Wenn man hier im Strategietester mal auf die Journal-Reiterkarte klickt, dann sieht man, die Werte werden hier angezeigt. Und wenn der MACD-Wert 0 kleiner ist als der MACD-Wert 1, dann setzen wir unser Signal hier auf Sell. Im anderen Fall, wenn der MACD-Wert 0 größer ist als der MACD-Wert 1, dann setzen wir unser Signal auf Buy und auch hier nutzen wir den Return-Befehl, um unser Signal ans Hauptmodul zurückzuliefern. Das ist das hier mit der OnTick-Funktion und das müssen wir zum Schluss jetzt noch kompilieren. Deswegen klicken wir hier oben auf den Kompilieren-Button oder drücken die F7-Taste. Bei mir hat das ohne Fehler funktioniert. Und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt über den Button hier oder über die F4-Taste zurückkehren in den MetaTrader. Und im MetaTrader klicken Sie bitte auf Ansicht Strategietester oder drücken Sie die Tastenkombination STRG und R. Das ruft hier den Strategietester auf. Hier wählen wir die neue Datei standalone emamacd.ex5 aus. Bitte aktivieren Sie unten den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier startet unser Expert Advisor auch schon. Derzeit haben wir ein Kaufen-Signal für den MACD und jetzt haben wir auch eine Überkreuzung der beiden Durchschnitte gehabt. Der erste Trade wurde eröffnet und ist gerade in den Profit gelaufen. Mal schauen, ob wir auch ein umgekehrtes Signal sehen. Jetzt gibt es gleich vermutlich wieder eine Überkreuzung. Ja, hier wurde auch ein Sell-Trade eröffnet. Und hier unten ist die Take-Profit-Linie, die jetzt erreicht wurde. Sie sehen also, unser Expert Advisor funktioniert so wie gewünscht. Das war übrigens wieder ein Vorschlag von einem Premium-Kursmitglied. Und wenn Sie noch kein Premium-Kursmitglied sind, dann können Sie den Premium-Kurs auf unserer Webseite oder im Shop finden. Wir sagen
Für den Moment vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.